Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Anstieg auf 60 Dollar Silber steht bevor. Disclaimer. Silberpreisanstieg auf 60 Dollar steht bevor. Der Anstieg auf 60 Dollar für Silber steht in den nächsten 6 bis 12 Monaten bevor. Vermutlich steigt Silber erst einmal auf 37 Dollar bis Juni, Juli, korrigiert dann auf 25 bis 30 und dann geht es wahrscheinlich recht schnell weiter und Silber dürfte sein neues Allzeithoch bei 60 Dollar bis Ende 2023, Anfang 2024 erreichen. Ja, das kann man nicht genau wissen, ob das, sage ich mal, nochmal im Sommer eine Pause macht, nochmal korrigiert, wie hier angegeben, oder eben tatsächlich durchsteigt. 2011 bzw. 2010 ist Silber schnell durchgestiegen. Sie sehen das hier auf der linken Seite eigentlich ohne größere Korrektur. Absolut möglich, dass sich das wiederholt, aber das ist nicht zu wissen. Ja, generell lässt sich ein gesteigertes Interesse an Gold feststellen. Sie sehen hier zwei Kommentare, dass hier äh, sage ich mal, wesentlich mehr Goldoptionen als absolut die Zeiten bevor gekauft worden ist. Das weist darauf hin, dass große Smart Money und Big Money steigende Goldnotierung erwartet. Trotzdem würde ich jetzt ganz konkret nicht so euphorisch sein. Ich denke mal, Gold kann noch weiter korrigieren, vielleicht im Bereich 1925 Dollar. Aber wenn dann der nächste Schub kommt, sollte sich Gold tatsächlich dann wirklich dauerhaft über 2000 Dollar etablieren. Und das ändert den ganzen Markt, wenn es nicht mal wieder darunter geht, weil dann wird langfristig eben auch 2500, 3000, 5000 oder mehr für möglich gehalten. Und das führt natürlich zu einer kompletten Bewertung gerade im Gold- und Silberaktienbereich. Ja, hier ein Silberprojektgenerator aus Sonora, Mexiko. Ja, das Unternehmen hat das von Pan American Silber gekauft, das Gebiet, und hat noch eine weitere Option, für eine weitere Beteiligung. Derzeit haben sie ungefähr 21 Millionen Unzen mittelgradiges Silber und nochmal knapp eine halbe Million Gold Low-Grade. Es sind weiterhin sehr, sehr gute Bohrergebnisse zu finden, teilweise 738 Gramm pro Tonne Gold, 11 Gramm also pro Tonne Gold und auch sehr hochgradiges Silber. Auch die letzte aktuelle Entdeckung oder die Meldung hier unten rechts aus dem Januar ist interessant. Dort wurden Proben mit 17,8 Gramm pro Tonne Gold und 1000 Gramm pro Tonne Silber gemacht. Und das ganze Gebiet ist La Virginia, wie gesagt, in Sonora. Das ist an der Grenze zu USA, nicht weit von San Diego. Hier sehen Sie es auf der linken Seite. Und das ist nochmal ein vergrößerter Ausschnitt. Und ich denke gerade auch noch, wenn sie ihre Ressourcen verdoppeln können, erhöhen können, beziehungsweise noch weitere gute Bohrergebnisse machen können. Und wenn dann die Stimmung für Silber sich verbessern sollte, sind dann solche Aktien natürlich sehr, sehr interessant, weil sie einen enorm hohen Hebel darstellen. Aktuell sehen Sie, ja, hat das Unternehmen die ganzen Gewinne abgegeben, aber sobald sich die Marktsituation verändern sollte, sollte es wieder zum alten hoch zurückgeht. Insofern aktuell eine interessante Bewertung aus meiner Sicht. Erhebliches Potenzial, gerade wenn wir tatsächlich wirklich den beschriebenen Silver Spike bekommen sollte. Ja, wie gesagt, das Ganze ist natürlich wieder hohes Risiko, aber insgesamt ein interessantes Unternehmen. Wie gesagt, keine Kaufempfehlung, sollte man sich trotzdem mal ansehen. Ja, Goldaktien Bullmarkt der 1970er Jahre. Da sind sage und schreibe Aktien von 15er, 20 Cent auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Gar nicht selten konnte man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion machen, aber dann natürlich nur, wenn man einen Tiefpunkt gekauft hat. Weiter unten sehen Sie hier das Goldaktienratio. Sie sehen, seit 1996 sind Goldaktien gegenüber Gold im Bärenmarkt und erst jetzt aktuell ist der Boden gefunden. Es gibt also keine Fallhöhe nach unten, sondern nur mit steigenden Gold- und Silbernotierung das Potenzial einer Mega-Eruption bei diesen Bewertungen. Das würde natürlich dann hoffentlich zu ähnlichen Werten wie oben angezeigt führen.
Ja, generell muss empfohlen werden, alle unser Investment an den Ereignissen auszurichten, weil die meisten Leute haben Sparplan, investieren jetzt einfach in Fonds etc., wenn überhaupt linear. Das berücksichtigt nicht die großen Eruptionen, die vor uns liegen. Und die sind einfach so, wir haben ein Riesenschuldenthema, es sind unheimlich viele Währungseinheiten gedrückt, die sich noch mehr oder weniger in den Institutionen befinden, die aber irgendwann auf die Gütermärkte doch drücken werden und dann die Preise massiv steigen lassen würde, so dass wir definitiv ein Inflationsszenario früher oder später haben, wo hoffentlich natürlich dann auch Gold und Silber von profitieren sollte. Wir glauben, dass erstmal nur Gold und Silber moderat steigen, wie wir es ja erwähnt haben, auf 2200, vielleicht etwas mehr, 2,5, Silber Richtung 50 plus minus. Das würde erstmal dazu führen, dass wir eine Gold- und Silberaktienrallye haben. Bei der selben letzten Silberanstieg oder bei einem Silberanstieg aus den 60er Jahren, das von 1,30 Dollar auf $5 gestiegen, sind beispielsweise keine Silberaktie ist weniger als 160-fach gestiegen. Keine. Und ich hatte Ihnen gerade jetzt Beispiele für Silberaktien gezeigt. Sowas kann vielleicht passieren. Das wäre natürlich absolut attraktiv. Deswegen muss man auch über diese Silberaktien sprechen, wo es gar nicht so viele von gibt. Aber damals ist das so passiert, wenn Silber in die Bewegung kommt. Das heißt, man macht, bevor Gold und Silber so richtig groß steigt, äh, beenden im Prinzip die Goldaktien ihre extreme Unterbewertung. Wir haben dadurch die Möglichkeit, mehr Gold und Silber zu kaufen. Und in einem ganz, ganz extremen Szenario, wo man aber vielleicht dem Bankensystem überhaupt nicht mehr trauen kann oder Finanzsystem, erreicht Gold und Silber Kaufkraftspitzen bei eben 8.000 $ heutige Kaufkraft oder 200 bis 400 bei Silber. Sind Maximalwerte, die können dann schnell implodieren und diese Maximalwerte muss man versuchen, dann natürlich in die nächste Assetklasse umzuwandeln. 1980 war es so, wie Mike Maloney hier schreibt, konnte man für 500 Unz ein ganzes Haus erwerben und weiter unten sehen Sie die Gold-Dow-Ratio. Man konnte eben für eine Unze einen ganzen Dow erwerben. Das war ein sehr attraktives Einstiegsszenario. Wer zum Beispiel die von vorne bis hin, von vorne beschriebenen Goldaktiengewinne damals dann 1980 am Höhepunkt in Berkshire Hathaway beispielsweise oder anderen Topfonds investiert hätte, hätte dann 20 Jahre an der Erholung des Aktienmarktes partizipieren können, ohne weitere Stress zu haben. Damals ist Berkshire Hathaway von 1980 bis zum Jahr 2000 um das hier 200-fache gestiegen und das inflationsfrei. In der Phase hat sich Gold seitwärts gerichtet oder ist eben auch gefallen. Wenn man diese verschiedenen Ereignisse, was sie ohne Zweifel sind, sollte man nicht Opfer von den Ereignissen sein. Der meist ist ja so, die Goldaktien gehen hoch, am Höhepunkt wollen dann alle rein und dann kommen die bösen Überraschungen, entweder Rückgang oder Verstaatlichung oder was drohen könnte. Oder eben auch, sie kaufen Gold und Silber zu den Höhepreisen. Und, dann gibt es Leute, die sagen, ja, ja, nur Silber, das ist meine Silberrente, das wird mir immer Einkommen erzielen und so. So reden die sich dann diese Preisspitzen schön, ist aber komplett falsch. Man muss rotieren, man muss dann in die nächste Essenklasse sein. Also Euphorie ist zu verkaufen und nicht zu kaufen. Und wenn man das zusammenkettet, also sage ich mal jetzt aktuell unterstellt, aus 200 $ investiere ich in Goldaktien für 25-fach vielleicht das Geld damit, dann mit dem physischen Halten Gold und Silber, wenn es in Höhepunkt erreicht, vervierfache ich das Ganze nochmal und reinvestiere das in Topfonds etc., Topaktien. La Berkshire Hathaway, klar, das ist ein besonderer Glücksgriff, will ich gar nicht verleugnen, aber auch normale gut aufgestellte Fonds haben sehr gute Renditen zwischen 1980 und 2000 erwirtschaftet. Dann würde man eine Kaufkraft von 1 Million Dollar erzielen. Und das ist doch im Grunde genommen das langfristige Investieren, was interessant ist. Das war eben früher nicht so möglich, weil die Entwicklung linear sind. Aber durch diese Ungleichgewichte ist sowas vielleicht möglich. Und das ist der Unterschied. Und das muss man sich bewusst machen. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor eben zu rechnen aus eben Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Anzahl der Unzen. Wir versuchen auch eine Exit-Strategie zu entwickeln, eben was kauft man nach diesem
Boom sozusagen. Ja, Einlage von Gold und Silber, das sind Unternehmen, einfach überweisen schon diese Geld in der Schweiz zollfrei eingelagert. Genauso leicht ist es verkaufen. Die kamen immer an Gold und Silber. Also meines Erachtens auch einer der günstigsten Unternehmen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos sofort informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde helfen, den Algorithmus in YouTube verbessern. Und dann würden diese Videos auch anderen Zuschauern, die an diesen Themen interessiert sind, äh, aufgezeigt werden. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.